In diesem Fall möchte ich euch einen Tackling zeigen, der im Speziellen für Three-Strand-Ropes ist. Er unterscheidet sich jetzt vom normalen Tackling kaum. Es geht nur darum, dass ich das Tönnchen anders nähe und damit eine optische, sehr schöne Abschlussmöglichkeit habe, die jedem, der auf klassisches Tauwerk steht, gefallen wird. So, wir haben hier unser Three-Strand-Rope, was sich natürlich vom modernen Tauwerk unterscheidet. Viele Leute verwenden das nach wie vor sehr gerne für Belegtaue, weil ich es auch, wenn ich nicht professionell spleiße, relativ einfach spleißen kann und weil es relativ robust ist. Um hier jedoch einen schönen Tackling zu machen, muss ich die Tönnchenvernähung anders machen als bei einem normalen Tackling. Was ich jetzt hierbei benötige, ist einmal ein Takelgarn. Im Normalfall reicht mir hierfür ein ganz einfacher Polyester-Takelgarn. Ich lege meinen Takelgarn auf und werde anfangen zu wickeln. Ja? Natürlich muss ich schauen, dass das Ganze immer schön schlüssig aneinander liegt, um nachher auch ein wirklich gleichmäßiges, schönes Bild zusammenzubekommen. So, jetzt geht es um das Vernähen. Ich werde versuchen, zwischen genau den einzelnen Kardelen einzustechen und wieder herauszukommen. Man muss jetzt nicht gerade wie beim normalen Tackling nach vorne gehen, sondern laufe an der Vertwistung der Schnur entlang und gehe in die nächste Öffnung. Gehe wieder zurück, eben an der Vertwistung, ziehe einmal kurz an. So. Und steche am Schluss einfach einmal durch die Leine. Wir können das jetzt natürlich auch wieder rückeinziehen, wie ich es vorher gezeigt habe. Ich kann es auch, sage ich jetzt, ein zweites Mal einfach nur durch die Leine durchstechen. Schneide die zwei überstehenden Seilenden ab und versiegel das Ganze einfach mit einem Feuerzeug und habe dann an sich einen sehr schönen, optisch gut gelungenen Tackling.